Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Heute habe ich mit euch ein ganz spezielles Rezept vor, nämlich vegane Jackfruit Nuggets mit einem erfrischenden Salat. Die Jackfruit wird leider oft sehr stiefmütterlich behandelt, denn wenn man sie einmal zubereitet hat und nicht richtig, dann lässt man immer die Finger davon. Und ich hoffe, dass ich euch heute mit einem ganz tollen Rezept überzeugen kann, dass die Jackfruit was ganz Besonderes ist. Aber wir beginnen erstmal mit unserem erfrischenden Salat und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für den erfrischenden Salat benötigen wir 3 Romanerherzen, dann eine ganz tolle Gewürzmischung, nämlich Hefeflocken, Salz und Pfeffer. Ich habe jetzt einen Esslöffel Hefeflocken hinzugefügt. Dann brauchen wir 2 Teelöffel Kapern, eine Knoblauchzehe, 60 Gramm Mayonnaise, in meinem Fall ist es vegane Mayonnaise, dann 3 Esslöffel Joghurt, in meinem Fall ist es veganer Joghurt, dann 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Teelöffel Worcestersoße, 2 Teelöffel Senf und 2 Teelöffel Zitronensaft. Für unsere Salatsoße geben wir einfach alle Zutaten in eine Schüssel zusammen und damit beginne ich jetzt. Jetzt können wir das Ganze schon vermengen. Ich finde, das sieht jetzt schon köstlich aus. Man kann auch jetzt schon so schön die Aromen riechen, den Zitronensaft, die Hefeflocken, die Kapern. Als nächstes gebe ich dann meine Salatsoße über den wartenden Salat. Und dann wird das Ganze ordentlich vermengt. Für unsere veganen Nuggets benötigen wir folgende Zutaten: 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Paniermehl. In meinem Fall handelt es sich dabei um selbstgemachtes Paniermehl. Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, das macht geschmacklich einen ganz großen Unterschied. Einfach das altgebackene Brot einmal durchschreddern und dann kann man es hervorragend als Paniermehl verwenden. Dann benötigen wir 5 Esslöffel Senf, einen Teelöffel Speisestärke. Dann benötigen wir 200 Milliliter vegane Milch, dann eine Dose Jackfruit, nicht zu vergessen, unser Hauptdarsteller, und eine ganz tolle Gewürzmischung aus einem Teelöffel Muskat, einem Teelöffel Paprikapulver, einem Teelöffel Pfeffer und einem Teelöffel Salz. Als nächstes gebe ich unsere Milch in eine tiefe Schüssel und bereite die Panierstraße vor. Dafür gebe ich die Gewürzmischung und das Mehl. Als nächstes nehme ich mir eine Gabel und füge ich die Speisestärke auch noch in das Mehl hinzu. Und dann verrühre ich das erstmal miteinander. Und dann kann ich mir schon meine Panierstraße vorbereiten. Einmal das Mehl, dann die Milch und dann das Paniermehl. Als erstes schnappen wir uns ein Jackfruitstück und das darf dann erstmal im Senf baden. Dann geht es weiter in das Dinkelmehl. Dann einmal durch die Milch gezogen, zurück ins Dinkelmehl. Wir auch mit den Händen hier nachhelfen. Dann noch einmal durch die Milch und dann in das Paniermehl. Und so sehen die kleinen Schmuckstücke dann aus. Dann können wir das direkt auf den Teller legen und so verfahren wir mit jedem einzelnen Stück. So, meine Nuggets sind bereit, in die Pfanne zu hüpfen. Dafür brauchen wir natürlich auch erstmal eine Pfanne. Ziehe drauf, gebe ein bisschen Öl dazu. Und sobald die Pfanne heiß ist, geben wir unsere Nuggets hinzu. Und jetzt werden die Nuggets so richtig schön gold angebraten.
dann wenden wir sie mal. Die Jackfruit übrigens, die verwendet man gerne als Fleischersatz, weil sie an sich eine ganz faserige Struktur hat. Und deswegen finden wir sie ganz gerne auch immer in der veganen Küche wieder. Die dürfen also richtig schön knusprig werden. Es lohnt sich also, sie länger in der Pfanne drin zu behalten. Ja. Unsere Nuggets sind jetzt fertig. Jetzt gebe ich sie gleich direkt auf einen Teller. Knistern ist wie Musik in meinen Ohren. Und dann können wir es auch schon direkt über den Salat geben. Und fertig ist unser hervorragender Salat mit goldbraun gebackenen Nuggets. Und jetzt geht's wieder ans Probieren. Ich bin gespannt. So köstlich. Diese Senfsoße, Kombination mit dem frischen Salat, mit dem Zitronensaft und dieser knusprigen Panade, einfach hervorragend. Probiert es wirklich mal aus, gebt der Jackfruit noch mal eine Chance. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal, eure Mangal.